Florian Lucas hat mir eigentlich nichts gesagt. Er ist kein sehr bekannter Uhrmacher. Ja, liebe Uhrenfreunde, grüß Gott aus dem Kunsthandel Stefan Andrewitsch in der Stallburggasse 2 in Wien. Heute darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen. In 40 Jahren Tätigkeit und Handel mit antiken Uhren ist das zweite Meisterstück, das mir in die Hände gekommen ist, das wir ankaufen durften. Ein Uhrmacher hat ja nur ein Meisterstück gefertigt. In diesem Fall ist es der Florian Lucas in Olmütz. Olmütz in Mähren, heute Tschechische Republik. Einige Worte zum Uhrmacher nachzulesen in unserer zweibändigen Publikation Die Wand- und Bodenstanduhren der Habsburger Monarchie im zweiten Band, wo wir über 14.000 Uhrmacher finden, steht auf Seite 330 Nachstehendes. Geboren ist er am 11.09.1819 in Frankstadt in Mähren. Der Uhrmacher hat dann bei Peter Hader gelernt in Olmütz, war dann bis 38 in Müglitz, Mohelnice, heute auch Tschechien, und in Königgrätz. Er wurde am 22.05.1843 Meister. Und jetzt wird es interessant, ein Uhrmacher hat sein Meisterstück natürlich ganz im Besonderen gekennzeichnet. Und hier an der Rückseite ist Anno 1843, Florian Lucas Anno 1843 graviert. Warum graviert? Eine Gravur bleibt für immer als Nachweis für diese Arbeit, fürs Meisterstück. Sie ist zusätzlich natürlich auch hier original signiert Florian Lucas in Olmütz. Den Sterbeeintrag haben wir nicht gefunden, aber er hat diese Uhr 24-jährig gefertigt, 1819 geboren. So gesehen handelt es sich hier mit 100%iger Sicherheit um sein Meisterstück. Interessant sind auch die Hämmer der Uhr, die FL, das Monogramm herausgearbeitet wurde mit der Feile. Das gibt es ganz, ganz selten. Die Hämmer sind normalerweise voll aus Stahl oder ein Ring, aber nicht mit den Initialen des Uhrmachers versehen. Nun einiges zur Uhr. Sie ist in einem unberührten und unrestaurierten Originalzustand. Warum machen wir diesen Film für Sie heute? Weil sie nächste Woche geliefert wird an das Stadtmuseum in Olmütz, das in der Regierung im Kulturministerium in Prag hier um Geldmittel ansucht, damit sie diese Uhr erwerben können. Sie ist mahagoni-furniert mit linearen Adern. Ich behaupte, dass das eine Wiener Arbeit ist. Also der Uhrmacher hat sich aus Wien das Gehäuse liefern lassen, hat eine Schneideaufhängung, 3 Gewichte, einen Viertelstundenschlag, einen Wiener 4/4-Stundenschlag und ein 9 Stäbe Stahl- und Messing-Kompensationspendel. Schneiden gelagert, Sekundenpendel und in einem absoluten Originalzustand. Selbst die Abstandshalter und die Kurbel haben sich original erhalten. Wunderschöne feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, wie neu, hat sich wunderbar erhalten, und einen sehr, sehr schönen Riegel hier, original um 1820, 30 gefertigt, stilistisch perfekt, harmonisch, zur Uhr passend. Eine feine Verarbeitung, wie gesagt, ein Meisterstück, sehr, sehr selten, dass so etwas auf den Markt kommt.
Und Florian Lukas hat mir eigentlich nichts gesagt. Er ist kein sehr bekannter Uhrmacher, aber diese Uhr, die er geschaffen hat, von seinem Stückmeister, Zunftmeister offenbar beauftragt, ist eine wunderbare Uhr, die auf Tonfedern wunderbar schlägt und eine sehr, sehr dekorative, feine Wiener Uhr ist. Wir freuen uns auch, Ihnen ausnahmsweise eine unrestaurierte Uhr zeigen zu können. Die verfügt auch über die originale Patina. Das sieht man am Schmutz zwischen feuervergoldeter Lünette und dem Zifferblatt. Das sieht man daran, dass die Löcher für den Vierkant ein bisschen abgenutzt sind. Also diese Uhr hat das, was wir im Kunsthandel nennen, Patina. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Das Holz ist in einem schönen Zustand und was man nicht darf und leider Gottes mittlerweile auch von Museen in Österreich gemacht wird, sie schleifen, Schellack-politieren und dann eine Politur auftragen. Die Uhr glänzt dann und da passiert ja Folgendes: Es wird mechanisch von der Furnier abgetragen durch das Schleifen. Das ist eigentlich eine Beschädigung und eine Entwertung der Uhr. Also Connoisseur, Kenner lieben den Originalzustand und die schöne originale Politur, die man vielleicht ein bisschen auffrischen kann. Ja, wenn Sie uns in unserer Galerie in der Stallburggasse 2 besuchen wollen, wir haben hier mehr Uhren, freuen wir uns und haben auch einen Parkplatz für Sie organisiert für die Dauer von 2 Stunden. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, dann sehen Sie sich doch bitte um. Es sind sehr viele Uhren online auf www.andrewitsch.com.